Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In diesem Moment hat der legendäre Dungeon auf allen Servern geöffnet. Wir konnten ihn gestern bereits schon spielen und es ist meiner Meinung nach mit Abstand wirklich der bestdesignteste Dungeon, der bisher jemals rauskam. Gerade auf Etage 1 und Etage 2 könnt ihr euch sehr freuen, also Etage 25 bis 50. Meiner Meinung nach wirklich mit Abstand die besten Etagen, die es gibt bisher so, ne? Könnt ihr euch selbst von überzeugen. Wir gucken gleich nochmal im Video rein. Dann kommt noch dazu, dass ich für euch dieses Mal natürlich wieder einen legendären Dungeon Code bereit habe. Allerdings ist der erst ab Stufe 50 einlösbar, so wie immer eigentlich. Den könnt ihr sehr gerne benutzen. Dieser heißt Dorza-Candide. Candide. So, ne? Ihr seht es auf jeden Fall, wie er heißt, ne? Wie gesagt, der Account muss Stufe 50 sein und er wird 4 Tage gültig sein. Also ist nicht den ganzen Legendary Dungeon über aktiv, sondern nur 4 Tage bis zum 19.12. um 23:59 Uhr. Ja? Er gibt euch geschlagene 25 Pilze und 125 Lucky Coins. Gerne könnt ihr den Code einlösen und ihn auch wieder mit eurer Gilde teilen. Das Ganze tut ihr hier über den Pilzdealer und dann geht ihr hier einfach auf Coupon einlösen und hier gebt ihr das dann ein. Dorza-Candide. So, und dann könnt ihr das Ganze nutzen. Wenn ihr das Ganze mit eurer Gilde teilen wollt, weil ihr wollt, dass eure Gildenmember das auch bekommen und in den Genuss kommen von so einem Code, dann geht ihr sehr gerne hier auf Neue Nachricht. Geht hier auf Empfänger, hier oben auf den Knopf bei Gilde und dann bekommt eure gesamte Gilde die Nachricht, postet hier dann einfach den Code rein, ja, und gebt noch als Betreff Code oder so, ne? Und dann könnt ihr das abschicken und dann bekommt eure komplette Gilde gleich eine Rundmail und ist darüber dann auch informiert. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg im Legendary Dungeon, ganz viel Spaß mit dem Code und des Weiteren gibt es aber auch noch ein paar andere kleine Neuigkeiten. Und zwar zuallererst nochmal ganz kurz vorab ist auch wieder 20% Aktion im Webshop. Dort könnt ihr natürlich auch sehr gerne vorbeischauen und euch, falls ihr eure Pilze schon verbraten habt vom Black Friday Event, könnt ihr natürlich hier auch wieder sehr gerne aufladen. Gerne könnt ihr mich hier auch kostenfrei supporten oder jeden anderen Creator auch mit dem jeweiligen Creator Code und dann werde ich halt auch an der Sache noch mit zusätzlich vergütet. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum das hier nicht geht, aber ansonsten sollte das eigentlich grün aufleuchten und bei eurer Bestellung. Und dann seid ihr eigentlich good to go. Funktioniert jetzt irgendwie gerade nicht. Bei mir ist Vorführeffekt. Aber ich komme auch gar nicht jetzt zum Checkout gerade. Vielleicht funktioniert es wieder zum Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht. Bei mir funktioniert es gerade nicht. Vorführeffekt. Aber normalerweise funktioniert das. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen über den Support. Das ist aber auch noch nicht alles, denn ich habe auch noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar hatte ich vor 2 Wochen circa beim Hanrizzle auf dem Kanal, bei seinem neuen Format Stimmt's? Fragezeichen, mitgemacht. Und in diesem Format ging es dabei darum, möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Und ich habe mich dabei okay geschlagen, würde ich mal so sagen an der Stelle. Und konnte somit bis zu 40 Euro erspielen. Bei mir waren es, glaube ich, 25 Euro, die ich jetzt bekommen habe von Basti auf PayPal zur Verfügung. Und die kann ich an meine Community weitergeben. Ja, das habe ich geschafft zu erspielen in dem Format. Und gerne würde ich das an euch natürlich verlosen, die 25 Euro. Das heißt, es gibt heute nicht nur die 5 Euro bei mir unter dem Video zu gewinnen, wie jeden Tag bis zum 24., sondern es gibt on top auch noch 25 Euro bei Hanrizzle sozusagen zu gewinnen. Und zwar geht ihr auf das Video, stimmt's? Fragezeichen, das habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Da geht ihr einfach drauf und schreibt unter diesem Video hier, da sind jetzt bisher 5 Kommentare, da schreibt ihr jetzt einen Kommentar drunter und dann werde ich morgen direkt im Video unter den Kommentaren, die hier geschrieben worden sind, auslosen und der bekommt dann von mir 25 Euro
PayPal-Guthaben. Ja, direkt auf PayPal überwiesen, gar kein Problem. Und genau, den Link zum Video findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung oder angepinnt in den Kommentaren. Und lasst hier einen Kommentar da und das Ganze werde ich dann morgen im Video auslosen, zusätzlich zu der normalen Auslosung, die auch unter diesem Video jetzt hier gerade stattfindet. Ne? Deswegen Gewinne auf jeden Fall, keine Nieten und das ist doch, denke ich mal, ganz cool auf jeden Fall. Ansonsten haben wir noch irgendwas. Ja, ich wollte euch, bevor wir hier in den Legendary Dungeon reingehen, wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Wir haben gestern im Stream, ich wollte ja es wirklich schaffen, alle neuen Items zu erspielen, die rausgekommen sind gestern. Und das haben wir auch erfolgreich tatsächlich gemeistert. Wir sind relativ lucky gewesen, was die Items angeht. Ich glaube, wir haben einen doppelt oder so. Ja, die ganzen Epics, die werde ich auch wohl oder übel hier in den Topf schmeißen. Denn für die Leute, die fragen, natürlich zerlegt ihr die Items. Es ist besser. Oder ihr schmeißt sie ins Klo und zerlegt sie dann habt ihr das Maximale auch von dem Epic ja, rausgeholt. Allerdings habe ich halt wirklich schon so viele Ressourcen, dass ich halt eben nicht mehr auf Kristalle und Metalle angewiesen bin. Ne? Das will ich nur noch mal zusätzlich halt erklärt haben. Und da lieber dann die Goldpunkte oder beziehungsweise das Gold mitnehme. Ja, ihr habt schon die ersten paar neuen Items gesehen. Und ich habe auch die Waffe ausgerüstet, beziehungsweise ich habe sie nicht ausgerüstet, nein, das ist falsch. Ich habe meine alte Waffe umgewandelt in die neue Waffe, die es zu finden galt. Und hier ist das komplette Set von den neuen Gegenständen, die wir gestern im Stream gefunden haben. Und wie gesagt, ich wünsche euch da ganz viel Glück bei, dass ihr die auch finden werdet im kommenden, beziehungsweise in diesem Legendary Dungeon. Für mich persönlich von den Waffen wieder mit Abstand wirklich die Magierwaffe am coolsten. Muss aber jeder selbst wissen, aber ich persönlich finde es halt schon echt cool, auf jeden Fall. Ansonsten feiere ich halt die Abenteurer-Abo-Karte hier. Ja, eigentlich ganz gut ab. Und das Schadensschmuckstück ist auch cool mit der DPS-Kette, Damage per Second, für die Leute, die es nicht wissen, heißt das. Und der ganze Dungeon ist quasi so an so ein MMO angelehnt, beziehungsweise das ist so ein bisschen das Thema des Legendary Dungeons diesmal. Also massives Winterspektakel und Lebkuchenkeilerei ist so der Oberbegriff, aber der Dungeon, wie er selbst designt ist halt so viel im MMO-Look gehalten. Das sieht man schon beim Startbildschirm vom Legendary Dungeon, da werden wir auch gleich nochmal reingehen und dann halt in den Zwischenscreens auch nochmal und auch die Gegnertypen und auch die Voice-Overs von Sky Dumont, die wieder neu eingesprochen worden sind. Das ja, ist alles so in MMO-Style gehalten, sag ich mal. Ne? Ja, also das auf jeden Fall die neuen Items. Wir haben natürlich auch eine Waffe gefunden und die Waffe, das wäre jetzt quasi diese hier. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein Banger, muss man mal so sagen. Das ist wirklich, ja, das geht schon wirklich gut nach vorne. Ne? Und da muss ich mal so sagen, ich freue mich da wirklich extrem drauf, wenn ich jetzt irgendwann Stufe 700 erreiche und mir dann die neue Waffe grabbe und ja, das equippe. Und ich lese es immer wieder, ich muss es auch immer wieder nochmal erklären, ich lese es immer wieder, warum equippst du dir nicht jetzt schon die neue Waffe? Das hat verschiedene Gründe. Warum sollte ich mir die Waffe jetzt equippen? Ist halt Gegenfrage. Ja? Warum sollte ich die equippen? Was bringt es mir in meiner aktuellen Situation, diese Waffe jetzt auszurüsten? Auf der einen Seite ist es für mich erstmal eine Challenge. So. Ne? Es ist auch ein bisschen herauszögern, sag ich mal, das bis Stufe 700 so durchzuziehen. Es ist auch die Vorfreude darauf hin, mich auf der Stufe neu zu equippen. Also es ist für mich erstmal in erster Linie ein Motivationsziel. Dann kommt noch dazu, zögere ich das halt ein bisschen heraus, weil ich das halt sehr mag, diesen Power Spike nachher zu haben. Ne? Von 0 auf 100 alles wegdominieren. Achtet mal alleine hier auf den Schaden. Ne? Die Waffe ist 0 verbessert, nix, gar nichts. Ne? Alleine achtet mal auf den Durchschnittsschaden hier. Boom, 230 Millionen. Ja, also ich handicappe mich absichtlich selbst, aber hinten raus ist es halt sehr geil, weil das Ding ist, was bringt es mir jetzt? Effektiv diese Waffe auszurüsten. Im Prinzip, ja,
bringt es mir so viel, dass ich mich ein bisschen konstanter auf Platz 1 halte, als ich es jetzt tue. Ansonsten bringt es mir rein gar nichts. Ja, das ist alles. Das ist der einzige Vorteil. So, außer, dass ich vielleicht, und das wird nicht passieren, in der Monstergrotte bei dem nudistischen Gigant vielleicht eine 0,01%ige Chance mehr habe, ihn zu besiegen. Okay, ja, hands down, könnte sein, könnte passieren, so. Ne? Der andere Aspekt, und das ist halt auch wirklich der letzte Vorteil, den ich so sehe, ist im Elevator, dass ich da leichter durchkomme. So, ne? Das sind so, aber auch selbst der Elevator bringt mir nichts, weil ich halt eben so oder so bis Stufe 500 komme. Klar, mit mehr Pilzkosten so, ne? Aber es ist halt auch spannender. Und die Ressourcen bringen mir auch nichts mehr, weil ich genug habe, um alle meine Items auf Stufe 20 zu ziehen. Ja, und das kann ich jederzeit machen. Ich muss es immer wieder so sagen, diese ganzen temporären Stats, ne, sowas, das Equipment, was ich anhabe, die Steine da drin, die Verbesserung, die kann man jederzeit, ich könnte sie jederzeit verbessern, upgraden und ja, mich max outen bis zum geht nicht mehr so, ne? Aber ich sehe halt im Moment nicht den Sinn. Wenn nachher im Januar der Server hier fusioniert, F9, dann ist es für mich wieder ein bisschen mehr eine Challenge, sag ich mal, mich nach oben zu kämpfen und dann wird es auch noch, also umso länger ich noch abwarte, umso cooler wird es halt, weil dann werde ich auf F9 mein Power Spike dann haben, wo die Konkurrenz sehr viel krasser wird, als jetzt auf diesem Server gerade. Und dann macht es für mich auch wieder Sinn zu sagen, okay, ja, jetzt wenn ich dann Stufe 700 erreiche, dann equippe ich mich neu, dann maxe ich mich out und ja, dann zeige ich es den anderen allen so, ne? Ansonsten im Moment, wie gesagt, es macht halt für mich persönlich keinen Sinn. Klar, ne, man würde deutlich stärker werden, aber das kann ich halt auch immer noch auf Stufe 700. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, ja. Jetzt gehen wir aber rein in den Legendary Dungeon. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, gestern gut Gold farmen können und halt auch alle unsere Items bekommen. Und holy shit, der sieht einfach so geil designt aus diesmal. Wir befinden uns hier auf, ja, das hatte ich gestern im Livestream schon gesagt, es macht mir nicht den Eindruck, als ob ich mich in einem beengten Dungeon bewege, so, wo links und rechts Wände sind und nur ein Durchlauf, sondern es fühlt sich so an, als ob wir wirklich zusammen über den Weihnachtsmarkt laufen, in offenen Gelände. Und wenn man hier hinten so ein bisschen drauf achtet, dann sieht man eventuell, das könnte hier Steinfels sein, was halt diese Stadt hier widerspiegeln soll. Ne? Also diese Stadt heißt ja hier Steinfels. Wir hatten das Ganze ja schon mal aufgearbeitet und thematisiert im Video, wie so ein bisschen auch die Story dahinter ist, hinter dieser Aufmachung hier. Ne? Man klickt hier immer durch, aber man weiß gar nicht, dass das eigentlich alles hier auch storymäßig alles sinnbehaftet ist. So, ne? Und das ist halt sehr, sehr cool. Die Farben geil abgestimmt, der Schnee nicht zu penetrant, der hier runterfällt, die Lichter in den Häusern im Hintergrund und es ist einfach so viel Liebe zum Detail. Bis hier hinten ist alles detailliert und man kann es kaum noch erkennen, bis hier hinten ist alles wirklich so krank krass detailliert und wir gehen jetzt mal gemeinsam durch. So sehen die Zwischenetagen hier auch übrigens aus, ja. Für die Leute, die gestern im Livestream gewesen sind, die werden es gesehen haben. Und das ist echt wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und wir kämpfen uns jetzt auch durch bis auf die zweite Etage, damit ich die euch auch nochmal zeige. Und alle weiteren Etagen könnt ihr dann halt auch für euch selbst erkunden. Aber für mich wirklich mit Abstand, muss ich sagen, die Etage 1 und 2 wirklich krank. Und die zeige ich euch auch, denn Etage 3 und 4 geben mir wieder dieses typische Dungeon-Gefühl, dass ich mich halt in einem Schlauch befinde, so mehr oder weniger, sag ich mal. Und halt eben, ein relativ beengendes Gefühl hat. Und das hat man halt hier eben nicht, weil das halt so dieses Gefühl von Open World so ein bisschen gibt hier. Ne? Und das ist halt echt cool gemacht und schön getroffen auf jeden Fall. Muss ich echt sagen. Ich hatte gestern im Stream, wirklich die ganze Zeit über dieses Design geschwärmt. Und bestimmt, weiß ich nicht, teilweise 10 Minuten, ist ein bisschen übertrieben, aber wirklich sehr lange Zeit
hier einfach nur da gesessen und den Hintergrund angeschaut, weil man sich halt einfach wirklich festgucken kann da drin, so, ne? Das ist halt sehr cool. Ja, so, währenddessen versuchen wir mal hier unser Bestes zu geben. Wir brauchen auf jeden Fall einen Heal. Oh, sehr nice. Das kam ganz gut jetzt gerade hier. Zero Death Run incoming. Okay, hat sich erledigt mit Zero Death Run, ja. Gestern sind die Runs auch nicht so geil verlaufen. Ja, wir nehmen hier nochmal einen mit, weil wir haben jetzt gerade den Schlüsselbuff. Das heißt, wir haben die Chance Nummer 2 zu kriegen. Sterben sowieso am 25. Gegner. Und ja, durch das Gift wird es halt auch nicht besser. Deswegen versuchen wir hier nochmal das Maximum zu nehmen. Haben 2 Schlüssel bekommen. Sehr schön. Und jetzt gehen wir sowieso hops. Ne? So, und ja, danach... Huch! Oh, ach fuck, ich wollte euch jetzt gerade ein bisschen detaillierter das Ganze zeigen. Und meine Statistiken dazu zeige ich euch gleich nochmal. Aber da hat man es eben kurz gesehen. Was ich meinte auch, dass das Ganze wirklich MMO-mäßig aufgebaut ist. Ja, nehmen wir mal das hier. Und jetzt kommen wir quasi gleich in die zweite Etage bzw. Ebene von dem Legendary Dungeon. Und hier seht ihr halt schon, okay, krass, das sieht erstmal komplett anders aus. Und hier haben wir halt ganz viele NPCs mit Lebensbalken über dem Kopf und ja, random generierten Namen. Zalibox, Felukuk und so weiter und so fort. Und da haben wir gestern gerätselt, wofür könnte das stehen? Sind das irgendwelche Anspielungen auf zukünftige, ja, auf das zukünftige Game von Shakes & Fidget, was rauskommen soll irgendwie, ne, was wir ja auch behandelt hatten da in dem einen Stream-Ausschnitt. Und ja, im Prinzip ja, wussten wir es nicht genau, aber ja, das Thema ist halt MMO und deswegen MMORPG sind wir halt auch sehr viele Leute mit halt eben den typischen Lebensbalken über den Kopf und den Namen darüber. Und holy fucking shit, wie gut sieht bitteschön auch die zweite Ebene aus, ne? Also wirklich, es ist ziemlich krass, wie dieser Dungeon diesmal wirklich das zu 100% getroffen hat. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie besser eine Dungeon-Ebene noch aussehen soll. Also das ist halt wirklich wieder bis ins kleinste Detail ja, optimiert hier, sag ich mal. Wie viel Liebe zum Detail. Ne? Es geht so weit nach hinten, dass man kaum noch die Namen hier erkennen kann, wirklich. Ne? Sehr, 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 sehr krass. Die Stimmung kommt auf jeden Fall hier hoch, sag ich mal, diese weihnachtliche Stimmung. Und ja, ich hatte gestern wirklich die ganze Zeit davon nur geschwärmt. Und hier sehen wir halt auch immer überall die ganzen Namen über den Kopf und die Lebensbalken mit verschiedenen HP-Anzeigen drauf. Manche haben Full HP, manche sind schon zur Hälfte. Also das ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Wir versuchen jetzt nochmal, achso, wir haben ja diesen Debuff hier drauf, das hätten wir vielleicht nicht anklicken sollen. Auch die Gegner an sich, Übrigens gebe ich euch noch den Tipp in den Optionen, weniger Animation vielleicht diesmal einzuschalten. Denn die Gegner, wenn ihr auf weniger Animation klickt, da hatte ich gestern mit Leander noch ein bisschen drüber gequatscht, dass man halt eben, ja, dass die Autoren von den Gegnern, die ja, sich die Namen so mäßig ausdenkt, immer sehr viel Mühe gibt, aber die gehen halt leider unter in der Geschwindigkeit, weil jeder durch den Dungeon rusht, so, ne? Und hier sind halt sehr coole, effizienter Schadensverteiler, ist ein bisschen weniger lustig, aber hier sind sehr lustige Namen von den NPCs teilweise dabei. Was hatten wir da gestern als Beispiel? Irgendwie Walkie-Talkie Walter oder was weiß ich, oder der Glühweingurgler oder, ne? Also echt viele, viele coole, witzige Namen. Hier Glühweingurgler ist hier am Start und ja, sind sehr viele lustige Namen und gebt dem Ganzen mal eine Chance, gebt dem Ganzen seine Zeit. Nehmt euch mal die Zeit, nicht nur durchrushen, sondern den ersten Durchlauf wirklich mal hier ein bisschen Auge fürs Detail haben. Einfach mal Animation an, unqualifizierter Waffenschwinger und einfach mal so ein bisschen auch genießen. Einfach mal, wir haben es jetzt die Weihnachtszeit, das ist eine besinnliche Zeit, eine Zeit, wo man auch ein bisschen mal runterfährt und so, ne? Und nicht so hektisch durchrusht hier, ne? Und deswegen empfehle ich euch das Ganze auch mal.
einfach mal dem Ganzen wirklich Zeit zu geben. So, hier ist der Zwischenscreen. Ja? Hier sehen wir halt im Hintergrund die Stadtwache hier oben. Das sind die Schneemänner, die sich hier ja wirklich sehr gut auf die Stadt aufpassen. Ne? Sind hier halt außerhalb der Stadtmauern und hier oben sehen wir halt ein paar Schneemänner. Ja, der eine kippt hier auf jeden Fall irgendwie so Äpfel runter, der andere kippt sich Glühwein rein. Er steht hier mit seiner Zuckerstange als Nase, die hier durch den Kopf gerammt ist. Und hier sehen wir halt am Tor zum Eingang zur Stadt, hier Name, Passwort, Login. Also das meinte ich halt mit, es ist alles so ein bisschen in diesen MMO-Look gehalten. Und wie gesagt, das ist halt auch unter anderem das Thema des Dungeons, ja. Das sind meine Ausbeuten bisher von gestrigen Stream. Wer das Ganze verpasst haben sollte, kann natürlich auch sehr gerne auf YouTube nochmal nachschauen. Alle Streams auf YouTube bleiben natürlich auch immer online, das ist ganz klar. Und ja, das findet ihr auch halt auch unter dem Tab, sag ich mal, wo ihr ja, unterscheiden könnt zwischen Videos, Shorts und hier sind halt eben die Livestreams und hier könnt ihr halt eben alle Livestreams, die ich gemacht habe, noch nachvollziehen. Ne? Playlisten sind hier, genau, und da könnt ihr halt eben auch auf alle Playlisten, hier zum Beispiel die Tipps und Tricks Playlist von mir, falls ihr da noch vorbeischauen wollt. Genau, so, jetzt losen wir noch zum Schluss den Gewinner vom Video gestern aus und dazu aktualisieren wir nochmal ganz kurz, vielleicht ist hier nochmal jemand dabei, der jetzt hier noch zufällig mit reinkam in der Zeit. So, kopieren. Und dann gehen wir auf den Comment Picker, klicken das hier rein und schauen mal, wer für die Folge gestern gewonnen hat. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei. Wie immer, natürlich findet ihr Discord und Instagram, wo sich die Gewinner immer bei mir melden, auch unten in der Videobeschreibung. Und wir choosen mal den Gewinner und gewonnen hat der Beno. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, was ein Zufall. Ja, nice, sehr schön. Freut mich für dich auf jeden Fall. Ja, schöne Sache. Juhu, melde dich bei mir. Ne? Wie gesagt, du weißt ja, wo du alles findest auf jeden Fall. Ne? Und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Legendary Dungeon. Einer der besten meiner Meinung nach. Wirklich ganz toll gelungen. Und ja, viel Erfolg beim Items farmen. Ne? Und das war es soweit von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.